So I want to speak to you tonight on what I believe to be the most important word in any language. Und ich möchte jetzt mit euch über das, was ich glaube, wichtigste Wort sprechen, das es in jeder Sprache gibt. And also the most confusing word in any language. Es ist aber auch das verwirrendste Wort in jeder Sprache. I say that love is the most important word because Jesus once said, "This is the way they will know that you are my disciples." Es ist das wichtigste Wort, weil Jesus sagte, auf diesem Wege werden sie verstehen, dass ihr meine Nachfolger seid. By the way you love each other. Indem ihr euch einander liebt. He gave the non-Christian world the right to judge whether or not we're true Christians by the way we love each other. That makes it a pretty important word. Er gab somit der nichtchristlichen Welt das Recht, uns zu beurteilen, ob wir Christen sind, an dem, wie wir uns lieben. Und das macht dieses Wort so bedeutend. But I say it's the most confusing word because we use the word love in 100 ways. Aber es ist auch ein verwirrendes Wort, denn wir nutzen dieses Wort in Hunderten von Arten und Formen. We say, for example, in America, I love hot dogs. In Amerika sagen wir zum Beispiel, ich liebe Hot Dogs. And you would say in German, I love Schnitzel. Und in Deutschland sagen wir, ich liebe Schnitzel. We also say things like, oh, I love the mountains. Wir sagen Sachen wie, ich liebe die Berge. I love the beach. Ich liebe den Strand. I love my new car. Ich liebe mein neues Auto. I love my dog. Ich liebe meinen Hund. And then we say to a special someone, I love you. Und dann sagen wir die gleichen Worte zu einer ganz besonderen Person. Ich liebe dich. What is that supposed to mean? Und was bedeutet das jetzt auf einmal? Well, I'm not going to talk about 100 ways we use the word love. I'm going to talk only about 3 ways we use the word love, and I'm going to focus on the third. Und ich möchte jetzt nicht über die hunderten Formen, wie wir über die Liebe sprechen oder das Wort nutzen, reden. Ich möchte über 3 Formen, wie wir dieses Wort nutzen, sprechen und besonders auf die 3. Form meinen Augenmerk lenken. First of all, I want to talk about what in America we call falling in love. Zuerst möchte ich über das sprechen, was wir in Amerika sich verlieben nennen, also in Liebe hineinstürzen. Do you fall in love in Germany? Verliebt ihr euch auch in Deutschland? This kind of love begins with an emotional feeling. Diese Liebe beginnt mit einem emotionalen Gefühl. You meet someone and there's something about the way they look and the way they talk that gives you an emotional attraction to them. Du triffst jemanden und irgendwie etwas an dem, wie sie aussehen, wie sie reden, erregt in dir eine emotionale Anziehungskraft. I call that the emotional tingles. There's something inside of you that starts tingling. Ich nenne das diese emotionales Kitzeln. Das ist wie so Schmetterlinge im Bauch. Irgendetwas kitzelt im Bauch. This is the kind of feeling that starts conversations between 2 people. Und aufgrund von diesem Gefühl beginnen 2 Menschen miteinander zu reden. And then one will say, how about lunch? Und jemand sagt, wollen wir uns mal zum Mittagessen treffen? And every time we're together, the emotion gets stronger and stronger. Und jedes Mal, wenn wir zusammen sind, wird diese Emotion tiefer und stärker. And eventually, it becomes an emotional obsession with the other person. Und irgendwann ist es eine Obsession, eine komplette emotionale Gebundenheit mit der anderen Person. You can't get them off your mind. Du kannst sie nicht mehr aus deinem Kopf verbannen, diese Person. You go to bed thinking about them. You wake up thinking about them. All day long you think about them. Wenn du schlafen gehst, denkst du über sie nach. Wenn du aufwachst, denkst du über sie nach. Den ganzen Tag denkst du über die Person nach. They are the most wonderful person you have ever met in your life. Das ist die wunderbarste Person, die du in deinem Leben je getroffen hast. Now, your mother can see their flaws, but you can't.
Na, deine Mutter sieht ihre Schwächen, aber du nicht. Your mother will say, honey, have you considered they haven't had a steady job in 5 years? Und dann sagt die Mutter, Schätzchen, hast du bemerkt, dass der seit 5 Jahren arbeitslos ist? And you will say, oh, Mom, they're just waiting for the right opportunity. Und du sagst, Mama, er wartet nur auf den richtigen Moment, den richtigen Augenblick. So it's this kind of love that leads people to decide we want to get married and spend the rest of our lives together. Und es ist diese Liebe, die Menschen auch dazu bringt, die Entscheidung zu treffen. Wir wollen heiraten und den Rest des Lebens gemeinsam verbringen. Now, people have asked me if this kind of love is in the Bible. Und manche Leute haben mich gefragt, ob man diese Art der Liebe in der Bibel findet. And it is. Ja, man findet es. Read Song of Solomon, chapter 4 and chapter 5. Schaut mal im Hohelied Kapitel 4 und 5 nach. This is the book we don't read in church. Das ist das Buch, das wir im Gottesdienst nicht lesen. But you will find the husband describing the wife and how wonderful she is. Aber du siehst da, wie der Mann seine Frau beschreibt und wie wunderschön sie ist. She is altogether lovely. Sie ist so lieblich. And she describes him as outstanding among 10,000. Und sie beschreibt ihn, einer, der sich unter 10.000 hervortut. Line up 10,000 men and he will stand out above all of them. Stell dir 10.000 Mann vor, aber er wird von allen herausstechen. There is no flaw in him. Es gibt keinen Schandfleck in ihm, er ist vollkommen. Yeah, this kind of love is in the Bible. Ja, diese Liebe finden wir auch in der Bibel. I think Adam felt this when he saw Eve. Ich glaube, Adam hat das verspürt, als er Eva zum ersten Mal sah. He was strongly attracted to her. Er hat eine ganz große Anziehungskraft zu ihr gespürt. Now, I was always told growing up that this kind of love, if it's true, will last forever. Und als ich aufwuchs, hat man mir immer gesagt, dass diese Liebe, wenn sie wahr und echt ist, ein Leben lang halten wird. But this is not true. Ich fand heraus, das stimmt nicht. We've studied this kind of love. Wir haben diese Art der Liebe wissenschaftlich untersucht. And the average lifespan of the in-love euphoric experience is 2 years. Und der durchschnittliche Lebenszyklus dieser Verliebtheitsphase ist 2 Jahre. We come down off that emotional high. Irgendwann kommt man von diesem emotionalen Höhenflug herunter. Now, let's be glad that we do come down. Und lass uns mal froh darüber sein, dass wir auch von da wieder runterkommen. Because if we did not come down, we'd have to close down business, industry, church, education. It's hard to get anything done when you're in love. Wenn wir das machen, wenn das nicht passieren würde, dann müssten wir die Geschäfte, die Industrie, die Kirchen, die Schulen, alles schließen, weil wenn man so verliebt ist, dann ist man nicht produktiv. But when I got married, no one told me that I would come down off the high. Als ich geheiratet habe, hat mich niemand darauf vorbereitet, dass ich von diesem Höhenflug abstürzen würde. I was told if it's real, it'll last forever. Mir wurde gesagt, wenn es echt ist, dann wird es immer halten. So my wife dated about a little over 2 years before we got married. Meine Frau und ich, wir waren befreundet etwas mehr als 2 Jahre, bevor wir verheiratet waren. So not very long after we got married, I came down off the high. Und nicht lange nachdem wir verheiratet waren, bin ich aus der Höhe heruntergekommen. And everything my mother had told me about her was true. Und alles, was mir meine Mutter über sie gesagt hatte, stimmte. And I'm sure what her mother told her about me was true. Und ich bin sicher, was ihre Mutter ihr über mich gesagt hatte, war genauso wahr. And our differences emerged. Und die Unterschiedlichkeiten wurden sichtbar. And we found ourselves arguing with each other. Und wir haben angefangen, miteinander zu streiten. Because I knew I was right and she knew she was right. Denn ich wusste, ich habe ja recht, aber irgendwie wusste auch sie, dass sie recht hatte. And over a few months, I began to think, this is not working. Und nach einigen Monaten beschlich mich der Gedanke, das funktioniert jetzt gerade nicht. I remember one night it was pouring down rain outside. Ich erinnere mich an einen Abend, es hat draußen in Strömen geregnet.
And in the middle of an argument, my wife walked out the front door and walked out into the rain. Und mitten in einem Streit ging meine Frau einfach raus aus der Tür in den Regen hinaus. And I said to myself, oh, this is bad. Und ich sagte zu mir, Mann, oh Mann, das ist jetzt schlecht. If a woman walks into the rain, it's bad. Wenn eine Frau in den Regen rausgeht, dann ist es schlecht. And not only did I lose those high, euphoric, positive feelings, but I developed negative feelings toward her. Ich habe also nicht nur diese hohen euphorischen Gefühle verloren, nein, es entwickelten sich sogar in meinem Herzen negative Gefühle ihr gegenüber. Looking back on all of that, I think God allowed us to go through that to give me compassion for people who struggle in their marriage. Im Rückblick glaube ich, dass Gott uns damals durch diese Zeit hat gehen lassen, dass ich ein Mitgefühl entwickeln konnte für Menschen, die in ihren Ehen in Schwierigkeiten stecken. So when people sit in my office and tell me they have no hope for their marriage, I understand that. Also wenn jetzt in meinem Büro Menschen zu mir kommen und sagen, wir sehen keine Hoffnung mehr für unsere Ehe, dann verstehe ich das. Because I remember when I had no hope for my marriage. Denn ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich selbst keine Hoffnung für meine Ehe hatte. Now, obviously, we worked things out because we've been married together 60 years now. Offensichtlich haben wir es damals geschafft, auch damit klarzukommen, denn wir sind jetzt 60 Jahre verheiratet. I'll talk about that later. Darüber spreche ich später mehr. But this kind of love, I think we need to understand. Wir müssen verstehen, was es mit dieser Liebe zu tun hat. I wish someone had told me that in 2 years I would come down off the high. Ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, dass in 2 Jahren ich von diesem Höhenflug herunterkommen würde. I think if I had known that, I would have been able to handle it better. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich in der Lage gewesen, besser damit umzugehen. So I hope you'll share with your young people as they come to age where they fall in love that it's a temporary thing. Und ich hoffe, ihr sagt euren jungen Leuten, wenn sie anfangen, in das Alter zu kommen, wo sie sich verlieben, dass ihr ihnen sagt, dass das nur eine vorübergehende Emotion sein kann. So they can't build a marriage on that kind of love. Und dass diese Liebe kein Fundament ist für eine gute Ehe. The second way we use the word love is love as an attitude. Und die zweite Art, wie wir über Liebe sprechen, ist Liebe als eine Einstellung. That is, love is a way of thinking. Liebe ist eine Art, wie wir denken. For example, when the Bible says in Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for it. You think he's talking about that euphoric, emotional love? Also wenn wir jetzt hier lesen, zum Beispiel in Epheser 5, wenn es heißt, ihr Männer, liebt eure Frauen und gebt euch hin, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sich selbst für sie hingegeben hat. Spricht er hier von dieser euphorischen Verliebtheitsgefühl? No, he's talking about love as an attitude. Nein, er spricht hier über die Liebe als eine Einstellung, eine innere Haltung. Love your wife like Christ loved the church and gave himself for it. Liebt eure Frauen, wie euch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. It's not a feeling, it's a choice. Das ist kein Gefühl mehr. Das ist eine Entscheidung. You see, husbands are commanded to have this kind of love for their wife. Den Männern ist geboten, diese Art der Liebe für ihre Frauen zu haben. I'm in this marriage to serve you, to help you. Ich bin in dieser Ehe, um dir zu helfen, um dir zu dienen. Now, obviously, this is to be reciprocal. She is also to have that attitude toward him. Natürlich muss das auch erwidert werden, denn sie sollte auch die gleiche Haltung ihm gegenüber haben. To serve him like Christ served her. Ihm zu dienen, so wie Christus sie auch ihr dient. So this kind of love is extremely important. Also diese Liebe ist unheimlich wichtig. You see, we choose our attitude. We don't choose our emotions. Also wir entscheiden uns zu einer inneren Haltung. Wir entscheiden uns aber nicht für unsere Emotionen.
In fact, every single day we choose our attitude. In der Tat entscheiden wir uns jeden einzelnen Tag für eine gewisse innere Haltung. In living life, we choose our attitude every day. I choose to seek to invest in the well-being of other people. That's the attitude of love. Und jeden Tag, wenn wir uns entscheiden für eine gewisse Haltung und dann sagen, ich möchte anderen helfen, ich möchte für andere leben, das ist die innere Haltung der Liebe. The opposite of love is selfishness. Das Gegenteil der Liebe ist Selbstsucht. We either live our lives to reach out and serve others, or we live our lives for our own benefit. Wir können unser Leben entweder für andere leben, um sie zu erreichen und ihnen zum Guten leben, oder wir leben zu unserem eigenen Wohl. And by nature, we are all selfish. Und von Natur aus sind wir selbstsüchtig. So that's why many people approach marriage with the idea, I'm marrying you so you can make me happy. Und deswegen gehen auch viele Menschen in die Ehe mit dieser inneren Haltung, ich heirate dich, damit ich glücklich werde oder weil es mich glücklich macht. So they say, if you're not making me happy, I'm out of here. I'll find someone who will make me happy. Und dann sagen sie, wenn du mich nicht glücklich machst, dann bin ich hier weg, dann geht's hier raus. Ich finde mir jemanden, der mich glücklich macht. And these people begin looking for another relationship. Und sie suchen nach einer neuen Beziehung. You see, they're simply following their natural instincts. Und alles, was sie tun, sie folgen ihrem natürlichen Instinkt. But the Christian is commanded of God and enabled by God to have an attitude of love toward our spouse. Aber der Christ ist von Gott aufgefordert, ja dazu befähigt, diese Art der Liebe zu seinem Ehepartner aufzubringen. And that attitude leads us to behavior that builds up the other person. Und diese innere Haltung führt zu Handlungen, zu Verhaltensweisen, die den anderen fördern und gut tun. So this kind of love is important, not only in marriage, but in all of life. Denn diese Liebe ist nicht nur in der Ehe wichtig, sie ist für das ganze Leben wichtig. See, we are here to enrich the world. Wir sind hier, um die Welt zu bereichern. That's the Christian perspective about life. Das ist der christliche Blick aufs Leben. And we apply that in our marriage, Und das wenden wir auch auf unsere Ehe an. as in all of our other relationships. So wie auch auf alle anderen Beziehungen. So I'm not going to talk much about that now. We talk about this in church. We preach this in church. Wir reden jetzt nicht nur darüber, wir reden auch oft darüber in den Gemeinden. Wir predigen das auch in unseren Kanzeln. Love your neighbor as you love yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus said, love others in the way that I love you. Liebe anderen so, wie ich euch geliebt habe. See, he's our example. Er ist unser Vorbild. If we follow his example, I did not come to be served, I came to serve. We'll be on the right track. Wenn wir seinem Vorbild folgen und das sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Now I want to move to the third way that we use the word love. Und jetzt möchte ich mich der dritten Form zuwenden, wie wir das Wort Liebe benutzen. And this is the one I want to really focus on. Und damit möchte ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. And that is love as an emotional need. Und das ist Liebe als emotionales Bedürfnis. Almost everyone agrees that one of our deepest emotional needs as humans is the need to feel loved by the significant people in our lives. Fast alle würden mir damit einstimmen, dass eines der wichtigsten Bedürfnisse eines Menschen ist, von den Menschen, die einem wichtig sind, Liebe zu erfahren. There's something about the way we're made that cries out to be loved by the people that are in our marriage and family. Es ist irgendwas in unserem physischen Make-up, wie wir geschaffen sind, das sich danach sehnt, dass es von den Menschen, mit denen wir verheiratet sind, die in unserer Familie sind, geliebt werden. Now, the difficulty in meeting each other's emotional need is that we've assumed that whatever makes one person feel loved will make another person feel loved.
Aber die Herausforderung gerade in dieser Sache ist, dem anderen dieses emotionale Bedürfnis zu stillen, ist die Annahme, dass das, was es bei mir erfüllt, auch dem anderen das Gleiche erfüllen wird. And that's a false assumption. Und das ist eine falsche Grundannahme. I'll never forget the day I first saw this in my office. Ich werde es nicht vergessen, den Tag vergessen, als ich das zum ersten Mal in meinem Büro erkennen durfte. A couple came in. I did not know them. Ein junges Ehepaar kam rein, ich kannte sie nicht. I found out they'd been married to each other for 30 years. Ich fand heraus, dass sie schon seit 30 Jahren miteinander verheiratet waren. They sat down and the wife started talking immediately. Sie setzten sich hin und die Frau begann sofort zu reden. And she said, Dr. Chapman, before we start, let me tell you a little bit about us. Und dann sagt Dr. Chapman, bevor wir anfangen, lass mich noch ein bisschen über mich selbst was erzählen. She said, we don't argue. Über uns. Wir streiten nicht. We don't believe in arguing. Wir glauben nicht an Streiten. We don't have any money problems. Wir haben keine Geldprobleme. She said, I read an article that said money is the biggest problem in marriage, not for us. Und ich habe gelesen in einem Artikel, dass Geld wohl das größte Problem in einer Ehe ist, aber das ist bei uns nicht der Fall. Then she went on with 2 or 3 more positive things. Und dann hat sie noch 2, 3 weitere positive Aspekte erwähnt. And I was beginning to wonder, did they Und ich habe come mich schon in here langsam die to tell Frage me what a gestellt, good marriage they have? sind sie zu mir gekommen, um einfach nur zu erzählen, was für eine tolle Ehe die haben? But then she started crying. Doch dann begann sie zu weinen. And she said, Dr. Chapman, Und the sagte, problem Dr. is Chapman, das we Problem don't ist, ever talk. wir reden nicht. We haven't talked in 20 years. Wir haben seit 20 Jahren nicht geredet. And she said, I feel so empty inside. Und ich bin so leer in meinem Herzen. And I don't know how long I can go on like this. Und ich weiß nicht, wie lange ich noch so weiterleben kann. Well, I looked over at her husband, Und ich schaute mir den Mann an and he said, und er sagte, I don't understand her. ich verstehe sie nicht. I do everything I can to show her that I love her. Ich mache alles, was ich kann, um ihr zu zeigen, dass ich sie liebe. And she sits there and says she doesn't feel loved. Und sie sitzt da und sagt, sie fühlt sich nicht geliebt. He said, I don't know what else to do. Ich weiß nicht, was ich tun soll. And I said, well, what do you do to express your love to her? Und dann fragte ich ihn, was machst du, um deine Liebe zum Ausdruck zu bringen? And he said, well, I get home before she does in the afternoon and I start the evening meal. Also ich komme nach Hause, bevor sie nach Hause kommt und ich beginne schon mal das Abendessen vorzubereiten. He said, some nights I have it ready when she gets home. Manchmal bin ich schon sogar fertig, wenn sie nach Hause kommt. If not, she'll help me. Wenn nicht, dann kommt sie und hilft mir. And then we eat. Und dann essen wir. And after we eat, he said, I wash the dishes and the pots and pans. Und nach dem Essen, dann wasche ich das Geschirr und auch die Töpfe und Pfannen. And he said, every Thursday night, I vacuum the floors. Jeden Donnerstagabend, dann sauge ich den Boden. And every Saturday, I wash the car and mow the grass. Und jeden Samstag mähe ich den Rasen und wasche das Auto. And I help her with the laundry. Und ich helfe ihr sogar mit der Wäsche. And he went on. Und so hat er weiter und weiter erzählt. And I was beginning to wonder, Und ich habe mir langsam die Frage gestellt, what does this woman do? was macht denn diese Frau eigentlich? It sounded to me like he was doing everything. Also, der macht doch schon alles, dachte ich in meinem Herzen. So I looked back at his wife, Also habe ich wieder den Blick auf die Frau gerichtet and she said, und sie sagte zu mir, Dr. Chapman, he's right. He's a hard-working man. und sie sagt, Dr. Chapman, es stimmt, er arbeitet so hart. But we don't ever talk. We haven't talked in 20 years. Aber wir reden nie, wir haben schon seit 20 Jahren nicht geredet. He's always mowing the grass, washing the dishes, vacuuming the floors. He's always doing something. Der ist immer dabei, irgendwas zu waschen, irgendwas zu mähen und irgendwas zu reparieren. Er ist immer nur am Werkeln. Do you understand what's going on? Erkennt ihr langsam, was hier vor sich geht? A sincere husband Ein ernst meinender Ehemann, who is doing everything he knows to do to show his wife that he loves her.
der alles tut, was in seiner Macht steht, um seiner Frau zu zeigen, dass er sie liebt. And a wife who doesn't get it. Und eine Frau, die das einfach nicht erkennt. And after that experience in my office, I had it repeated again and again. Und nachdem ich das einmal gesehen habe, erkannte ich dieses Muster immer und immer wieder. And I knew there had to be a pattern to what I was hearing. Und ich dachte, da muss es doch irgendwie eine Formel geben oder eine Struktur dahinter geben. But I had no idea what it was. Aber ich hatte keine Ahnung, was es war. I just saw couples missing each other. They were sincere, but they weren't meeting the need for love. Ich traf diese Ehepaare, die einfach aneinander vorbeischossen. Sie waren mit allem Herzen dabei, sie meinten es ernst, aber sie konnten sich ihre Liebe nicht zeigen. So eventually I sat down and read several years of notes that I made when I was counseling. Und dann setzte ich mich hin und habe die Notizen, die ich über Jahre angesammelt hatte, als Seelsorger noch einmal durchgelesen. And asked myself this question. Und stellte mir diese eine Frage. When someone said, I feel like my spouse doesn't love me, what did they want? What were they complaining about? Wenn jemand sagt, ich glaube, ich fühle mich nicht von meinem Ehemann oder meiner Ehefrau geliebt, worüber haben sie sich beschwert? And their answers fell into 5 categories. Und ihre Antworten konnte man in 5 Kategorien einsortieren. And I started using that in my counseling. Und dann begann ich, diese 5 Kategorien in meiner Seelsorge anzuwenden. That if you want her to feel love, you've got to express love in her love language. Dass du, wenn du möchtest, dass sie sich geliebt fühlt, diese Liebe in ihrer Liebessprache zum Ausdruck bringen musst. And if you want him to feel love, you've got to learn to express love in his language. Und wenn du willst, dass er sich von dir geliebt fühlt, musst du in seiner Liebessprache die Liebe zum Ausdruck bringen. And so I would help couples after I explained that concept. I'd help them discover each other's love language, challenge them to go home and try it. Und dann, nachdem ich dieses Konzept ihnen erklärte, versuchte ich gemeinsam mit diesen Ehepaaren die Liebessprache der einzelnen Partner herauszubekommen und ihnen dann die Aufgabe mitgab, geht nach Hause, probiert es aus. And sometimes they would come back in 3 weeks and say, Gary, this is changing everything. Und manchmal kamen die sogar nach 3 Wochen schon zurück und sagten, Gary, das hat alles verändert. Because they had learned how to communicate love in a meaningful way to the other person. Denn sie haben gelernt, mit Bedeutung, mit einem effektiven Weg, dem anderen die Liebe mitzuteilen, die sie im Herzen tragen. And then I started sharing the concept with groups, small groups of couples, and the same thing would happen. Und dann habe ich über dieses Konzept mit Gruppen, also kleinen Gruppen von Ehepaaren gesprochen und ich sah die gleichen Ergebnisse. Probably 5 years later, I thought if I could put this concept in a book, maybe I could help a lot of people I would never have time to see in my office. Und dann dachte ich 5 Jahre später, wenn ich dieses Konzept und dieses Material in einem Buch veröffentliche, dann kann ich vielleicht noch viel mehr Menschen helfen, die ich nie in meinem Büro sehen würde. Little did I know that that book would sell now over 20 million copies. Keine Ahnung hätte ich damals, dass dieses Buch inzwischen schon über 20 Mal verkauft worden ist. 20 Millionen Mal. And be translated in more than 50 languages around the world. Und schon über 50 Sprachen in der ganzen Welt Verbreitung gefunden hat. So I want to share with you what I call the 5 love languages. So möchte ich jetzt mit euch über die 5 Liebessprachen, wie ich sie nenne, sprechen. If you've read the book, it'll be a review. Wenn du das Buch schon kennst, ist das jetzt eine Wiederholung. If you haven't read the book, it'll be an introduction. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, ist es eine Einführung. And incidentally, all 5 of these are found in the Bible. Und tatsächlich werden alle 5 dieser Sprachen auch in der Bibel finden sich dort wieder. Which leads me to say, anything you discover in social research, if it's true, it'll be illustrated in the Bible. Ich habe so diesen Verdacht, dass alles, was man in den Sozialwissenschaften herausfindet und als wahr erkennt, in der Bibel schon längst steht. So let me share these with you.
Ich möchte euch da jetzt hineinführen. If you've got pencil and pen, let me suggest you just jot these down as we go through them. Wenn ihr einen Stift oder ein Blatt Papier vorliegen habt, dann ermutige ich euch, das einfach ein paar Notizen zu machen. And these are in no particular order of importance. Ich habe jetzt keine Prioritätenordnung von Wichtigkeit angesetzt. So love language number 1, words of affirmation. Und das erste Liebessprache ist Worte der Ermutigung. Using words to affirm the other person. Worte zu nutzen, um dem anderen zu bestätigen, zu ermutigen. You look nice in that dress. Du siehst gut aus in diesem Kleid. I really appreciate what you did. Es freut mich, dass du das getan hast. You know, one of the things I like about you Weißt du, was ich besonders an dir mag? is just simply looking for things that you can genuinely affirm them for. Das sind einfach Dinge, die man anerkennen kann, wo man Ermutigung aussprechen kann. 1 Corinthians chapter 8, verse 1 1. Korinther Kapitel 8, Vers 1. simply says, love builds up, love edifies. Liebe ermutigt, Liebe baut auf. It's one of the ways to love, is simply affirming people, giving them Ist eines- positive words. Ist eines der Arten, wie wir lieben können, ist, dass wir einfach den Leuten positive Worte geben, sie erbauen, ihnen Anerkennung geben. Now, one lady said to me, Eine Frau sagte mal zu mir, I understand what you're saying, ich verstehe, was du sagst. but to be honest with you, I can't think of anything good to say about my husband. Aber wenn ich ehrlich bin, dann gibt es da über meinen Ehemann nicht viel Gutes zu sagen. And I said, Und ich sagte ihr, well, does he ever take a shower? duscht er manchmal? And she said, well, yes. Ja, sagte sie. And I said, how often? Und dann fragte ich sie, wie oft duscht er denn? And she said, well, every day. Jeden Tag. I said, if I were you, I'd start there. Wenn ich du wäre, sagte ich, dann würde ich da anfangen. Honey, I appreciate you taking a shower. Schatz, schön, ich freue mich, dass du endlich geduscht hast. There are men who do not. Es gibt Männer, die das nicht tun. I've never met a man, I've never met a woman that you couldn't find something good to say about them. Ich habe noch nie einen Mann, noch nie eine Frau getroffen, wo es nicht irgendetwas Gutes gab, das man über sie hätte sagen können. You see, when you give these people positive words, you fill up what I call their love tank. Wenn man diesen Menschen positive Worte sagt, dann füllt man bei ihnen das, was ich den Liebestank nenne, auf. You see, when the gasoline tank in a car is full, you can drive a long ways. Es ist ja so, wenn in einem Auto der Sprittank voll ist, dann kann man sehr weite Strecken zurücklegen. When it's empty, you're not going anywhere. Aber wenn das leer ist, dann kommt man nicht mehr weiter. Well, I think we have an emotional love tank inside all of us. Ich glaube, wir haben so einen emotionalen Liebestank in uns drin, jeder von uns. And if the love tank is full, that is, we genuinely feel love, life is beautiful. Und wenn wir voll sind und der Tank voll ist und wir uns wirklich geliebt fühlen, dann ist das Leben schön. But if the love tank is empty and we feel like they don't love me, they wish they were not married to me. Aber wenn dieser Liebestank leer ist, dann haben wir das Gefühl, die lieben mich nicht. Ich glaube, die wollen gar nicht mit mir verheiratet sein. Life begins to look dark. Dann wird es dunkel im Leben. And if their love language is words of affirmation and you give them critical words, it's like a dagger in their heart. Und wenn es ihre Liebessprache die Worte der Anerkennung sind und du ihnen kritische Worte sagst, das ist wie ein Stich ins Herz. You know, I think it's Proverbs 18, verse 17, maybe. It says, life and death is in the power of the tongue. Ich glaube, Sprüche 18, 17 sagt, Leben und Tod liegt in der Macht der Zunge. We can kill people by the way we talk to them. Wir können Menschen durch die Art und Weise, wie wir mit ihnen reden, Or we umbringen. can give them life. Oder wir können ihnen Leben zusprechen. So for some people, words of affirmation is their primary love language. Und für manchen sind diese Worte der Anerkennung die primäre Liebessprache. This is what really makes them feel loved. Das ist, was sie wirklich fühlen lässt, dass sie geliebt sind.
A second love language is acts of service. Das zweite ist Dienste oder Aktionen des Dienstes. Doing something for them that you know they would like for you to do. Etwas zu tun, was man weiß, dass sie es gerne sehen, dass ich es für sie tue. 1 John chapter 3, verse 18. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 18. Love not only in words, but in deeds. Do something to show your love. Liebt nur nicht in Worten, sondern auch in Taten. Tut etwas, um eure Liebe zu zeigen. Now, in a marriage, this will be such things as cooking a meal. In der Ehe könnte das zum Beispiel ein Essen zubereiten sein. Incidentally, that is a huge act of service, cooking a meal. Das ist wirklich ein großer Liebestat, nicht wahr? Anyone out there still cook? Kocht da noch jemand überhaupt heutzutage? My son didn't get married till he was 34 years old. Mein Sohn hat erst mit 34 geheiratet. People would say to him, "When are you going to get married? When are you going to get married?" Menschen haben immer wieder zu ihm gesagt, wann heiratest du endlich? Wann heiratest du endlich? And he would say, "When you grow up in the home of a marriage counselor, you're very careful." Er sagte immer, wenn du im Hause eines Eheberaters aufwachst, dann wirst du sehr vorsichtig. But eventually he got married. Aber irgendwann tatsächlich, er hat geheiratet. And he came home and said to me, "Dad, I got a bonus when I married Amy." Und er sagte, Papa, ich habe einen Bonus bekommen, als ich Amy geheiratet habe. He said, "She likes to cook. I never thought I'd find a girl in my generation that likes to cook." Sie kocht gerne. Ich dachte, in meiner Generation gibt es keine Frauen mehr, die gerne kochen. Then my daughter married a man that likes to cook. Und da hat meine Tochter einen Mann geheiratet, der gerne kocht. My children got it made on the cooking deal. Also meine Kinder haben es auf der Kochseite auf jeden Fall gut hingekriegt. Washing dishes is another act of service. Abwasch machen ist auch eine Hilfsbereitschaft. Sweeping or mopping the floor. Boden waschen, fegen. Mowing the grass. Das Gras mähen. Walking the dog. Den Hund Gassi führen. Washing the car. Das Auto waschen. Changing the baby's diaper. Die Pamper wechseln. Oh, that's a big act of service. Das ist große Hilfsbereitschaft, nicht wahr? Anything that you know they would like for you to do. Alles, was sie gerne sehen, dass du tust. There's an old saying, actions speak louder than words. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, Taten sprechen lauter als Worte. That's true if this is their love language. Gerade für Menschen mit dieser Liebessprache trifft das vollkommen zu. Actions will speak louder than words. Dort werden deine Taten viel lauter sprechen als deine Worte. It's not true for everyone, but it's true for these people. Das stimmt nicht bei allen Menschen, aber bei Menschen, die so gestrickt sind, schon. So if they ask you to do things and you don't do them, it says to them, you don't love me. Und wenn sie dich um etwas bitten, um eine Hilfsbereitschaft bitten und du es nicht tust, dann hören sie, er liebt mich nicht. I remember in the early days of our marriage, my wife said to me, "Why don't you ever help me?" Ich weiß noch, in den ersten Jahren unseres Lebens, da hat meine Frau mich gefragt, warum hilfst du mir nie? And I said, "What do you mean?" Und ich fragte, was meinst du? And she said, "Well, you don't ever help me with the dishes or vacuum the floor or clean the toilet. You don't do anything." Du hilfst mir nie mit dem Geschirr, du saugst nie, du putzt nie die Toiletten, du machst gar nichts. See, I didn't know anything about love languages in those days. Damals hatte ich noch keine Ahnung von Liebessprachen. But my wife was telling me what would make her feel loved. Acts of service. Aber meine Frau hat mir damals gesagt, was ihr helfen würde, das Gefühl, sich geliebt zu fühlen. Hilfsbereitschaft. The third love language is receiving gifts. Das dritte ist Geschenke empfangen. It's universal to give gifts as an expression of love. Also das Geschenke geben als Ausdruck der Liebe ist ein universelles, weltweites, globales Phänomen. My academic background before I studied counseling and theology was anthropology, cultural anthropology.
Also mein akademischer Hintergrund, bevor ich Theologie studierte, war Anthropologie, kulturelle Anthropologie. a study of cultures and how they're organized. Das ist die Wissenschaft der Kulturen und wie sie strukturiert sind. We have never discovered a culture where gift giving is not an expression of love. Wir sind noch nie einer Kultur begegnet, wo das Geschenkegeben nicht ein Ausdruck der Liebe war. For these people, the gift says, they were thinking about me. Look what they got for me. Für diese Menschen bedeutet ein Geschenk, sie haben an mich gedacht. Schaut mal, was sie mir gegeben haben. The gift doesn't have to be expensive. Das Geschenk muss nicht teuer sein. Haven't we always said it's the thought that counts? Haben wir nicht schon mal gesagt, der Gedanke zählt? But I remind you, it's not the thought left in your head that counts. It's the gift that came out of the thought in your head. Aber lass mich sagen, der Gedanke allein, der im Kopf stecken bleibt, zählt nicht, sondern das Geschenk, das das Resultat deines Gedankens ist, das zählt. So it's thinking about them. You know, it doesn't cost a thing to get a flower out of your backyard in the spring and summer and give it to the other person. Especially if it's a wife who loves flowers. Es muss ja nicht was Großartiges sein. Ich meine, es kostet ja gar nichts, wenn man einfach im Sommer in seinen eigenen Garten geht und eine Blume dort pflückt und sie ins Haus reinträgt, besonders wenn die Frau die Blumen mag. If you don't have any flowers in your backyard, check out your neighbor's yard. Wenn du keine eigenen Blumen in deinem Garten hast, schau mal beim Nachbarn nach. Ask them, don't steal them. Ask if you could have a flower. Fragt sie natürlich. Nicht klauen. Fragt, ob ihr eine Blume pflücken dürft. So, for these people, if you don't give them gifts from time to time when you're apart, they feel unloved. Gerade diese Menschen, wenn du ihnen nicht immer wieder Geschenke gibst, vor allem nach einer Zeit der Abwesenheit, dann fühlen sie sich nicht geliebt. Let's say you guys go on a business trip and come home and your wife says, "You didn't bring me anything?" Stellt euch mal vor, ihr geht auf eine Geschäftsreise und kommt zurück und dann sagt eure Frau, du hast mir nichts mitgebracht. She's telling you that gifts is her love language. Was sie dir mitteilt, ist, dass Geschenke ihre Liebessprache sind. Love language number 4. Spending quality time. Die 4. Sprache ist Zeit miteinander verbringen. Mark chapter 3 and verse 14. Markus 3, Vers 14. Says of Jesus, he ordained 12. We call them the 12 disciples. Da heißt es, wie Jesus 12 herausholte oder einsetzte und wir nennen sie die 12 Jünger. Now listen, that he might be with them. Und da heißt es, dass er mit ihnen sein würde. Jesus preached to multitudes. He gave quality time to 12 men. Jesus hat vor den Massen gepredigt, aber seine besondere Gemeinschaft schenkte er 12 Menschen. Now in marriage, I'm not talking about sitting on the couch watching television. Für die Ehe, ich spreche nicht davon, dass man nebeneinander auf dem Sofa sitzt und gemeinsam auf dem Fernseher starrt. Someone else has your attention. Da hat doch jemand anders deine Aufmerksamkeit. I'm talking about sitting down with the television off, the computer down. Ich rede davon, dass der Fernseher aus ist, der Computer ausgeschaltet. We're not answering our phone. Wir gehen nicht an unsere Handys. We're giving each other our undivided attention. Wir schenken einander unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Now you don't have to always be sitting down. You can be taking a walk in the neighborhood. Da muss man nicht ständig dafür sitzen. Man könnte sich auch zum Beispiel einen Spaziergang in der Nachbarschaft machen. Or going out to the restaurant to eat. Oder ins Restaurant gehen für ein Essen. Assuming that you're talking to each other. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr auch miteinander spricht. We've all seen couples in the restaurant sitting across the table and they've got their telephone out looking at their text messages. Wir haben sie alle gesehen. Die Ehepaare gehen ins Restaurant, essen und haben ihre Handys draußen und gucken auf ihre SMS. That's not quality time. Das ist nicht besondere Qualitätszeit, Gemeinschaft. Unless, of course, you're reading a text to them so they can respond and it's a source of, I understand that.
Natürlich, wenn ihr jetzt ihnen einen Text vorlest oder eine Nachricht vorlest, damit ihr da gemeinsam drüber reden könnt, andere Geschichte natürlich. In fact, sometimes you can speak this language without having conversations. You're doing something together that one of you would like for you to do with them. Manchmal bedeutet das aber nicht unbedingt jetzt ein Gespräch zu haben, sondern dass man etwas gemeinsam tut, was einem besonders Freude macht. They want to plant a little flower garden in the spring, and you're choosing to help them, giving your full attention to them while you're doing it. Und zum Beispiel wollen sie einen kleinen Blumengarten im Frühling anlegen und du hilfst mit und gibst quasi somit die ganze Aufmerksamkeit ihr in diese Aufgabe. The thing that speaks to them is that you're willing to give them your undivided attention in doing that. Und was die Menschen da, solch einen Menschen anspricht, ist, dass du bereit bist, deine ungeteilte Aufmerksamkeit ihr zu schenken, auch in dem Tun von dieser Aktion. If your spouse says to you, I just feel like we don't ever spend any time together anymore. Und wenn eine Frau zu dir sagt oder dein Ehemann zu dir sagt, ich fühle irgendwie, als ob wir keine Zeit mehr miteinander verbringen, they are telling you that quality time is their love language. dann sagen sie dir, gemeinsame Zeit ist ihre Liebessprache. Now, sometimes we get defensive. Und manchmal wollen wir uns dafür rechtfertigen. And we say, what do you mean don't spend time together? We went out to dinner just last week. What are you talking about? Und wir sagen, was meinst du damit? Worüber sprichst du denn? Wir waren doch erst letzte Woche gemeinsam essen. But you see, if they feel like you're not spending time together, they feel like you're not spending time together. Aber weißt du was? Wenn sie sagen, dass sie denken, dass ihr nicht genug Zeit miteinander verbringt, dann denken sie wirklich, dass ihr nicht genug Zeit miteinander verbringt. Love language number 5. Die 5. Physical Liebessprache. touch. Körperliche Physical touch. Berührung. Körperliche Berührung. We've long known the emotional power of physical touch. Wir kennen schon lange die emotionale Kraft der körperlichen Berührung. That's why we pick up babies and hold them and kiss them and cuddle them. Deswegen heben wir Babys ja auf und halten sie und küssen sie und kuscheln mit ihnen. And long before the baby understands the word love, they feel love by physical touch. Und noch lange bevor das Baby überhaupt das Wort Liebe versteht, fühlt es durch die körperliche Berührung, was Liebe ist. Jesus is our example in this. Jesus ist uns darin auch ein Vorbild. In Mark chapter 10, Jesus was teaching the multitudes. In Markus 10 sehen wir, wie Jesus vor der Massen predigt. And people started bringing their children to Jesus. Und die Menschen brachten ihre Kinder zu Jesus. And his disciples rebuked the parents and said, no, this is for adults. Und die Jünger haben diese Eltern zurechtgewiesen und gesagt, nein, das ist jetzt hier für Erwachsene. But Jesus said, bring the little children to me, for of such is the kingdom of God. Aber Jesus sagte, bringt die kleinen Kinder zu mir, denn ihrer ist das Himmelreich. And the next verse says, he put his hands on them and blessed them. Und dann heißt es, er nahm seine Hand und legte sie auf sie und segnete die Kinder. I mean, follow the life of Jesus and you find him touching many people. Also wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann sehen wir, wie oft er Menschen berührt. Now, in a marriage, this would involve such things as holding hands. In einer Ehe würde das zum Beispiel bedeuten, einander die Händchen zu halten, Kissing, küssen, hugging, umarmen. the whole sexual part of marriage, Natürlich der ganze sexuelle Teil der Ehe, putting your arm around their shoulder, den Arm um die Schulter legen. driving down the road, you put your hand on their leg, Man fährt die Straße, man ist auf der Straße unterwegs und legt seine Hand aufs Knie. sitting around the house and they walk by and you trip them. Wenn ihr im Haus sitzt und sie laufen vorbei und ihr stellt ihnen ein Bein. I'm kidding. Don't trip your spouse. Nein, ich mache nur Spaß. Bitte stellt euren Ehepartner nicht das Bein. Now, for this person, physical touch is what communicates love to them. So einem Menschen, physische Berührung kommuniziert Liebe. And if you don't ever touch them in a loving way, they will not feel loved. Und wenn man sie nicht liebevoll berührt, werden sie sich nicht geliebt fühlen. Now, listen to me carefully. Hört mir jetzt genau zu, bitte.
Out of those 5 love languages, each of us has what I'm calling a primary love language. Von diesen 5 Liebessprachen hat jeder von uns eine primäre Liebessprache. One of the 5 speaks more deeply to them emotionally than the other 4. Eine dieser 5 spricht emotional den Menschen tiefer an als die anderen 4. Now we can receive and appreciate all 5 of them. Wir können wirklich alle 5 empfangen und auch ihnen Wertschätzung zumessen. But one of them is going to speak more deeply to us than the others. Aber eine von ihnen berührt uns tiefer als die anderen 4. It's very similar to spoken language. Und das hat sehr viel Parallelen mit einer gesprochenen Sprache. Every one of us grew up speaking a language with a dialect, and that's the one we understand best. Und jeder spricht seine Sprache allerdings mit einem Dialekt. Und das vergessen wir häufig. We call it our native tongue. Das nennen wir unsere Muttersprache. And the same concept is true with love. Und bei Liebe gibt es das gleiche Konzept. Now, in a marriage, seldom does a husband and wife speak the same love language. Also selten sprechen in einer Ehe Mann und Frau die gleiche Liebessprache. It does happen, but not very often. Es kommt vor, aber nicht oft. And even if they have the same love language, they will likely have a different dialect of that language. Und selbst wenn sie diese Liebessprache haben, dann sprechen sie trotzdem in einem eigenen Dialekt. For example, a wife said to me some time ago, Ein Beispiel, eine Ehefrau sagte vor einiger Zeit zu mir, my husband and I have the same love language. Mein Mann und ich haben die gleiche Liebessprache. And I said, wonderful, what is it? Und ich sagte, wie wunderbar, welche ist es denn? And she said, acts of service. Sie sagte, Hilfsbereitschaft. But the things I want him to do for me that make me feel loved are different from the things he wants me to do for him to make him feel loved. Understand? Same love language, different dialects. Sie sagte, aber die Dinge, die ich von ihm erwarte, dass er für mich tut, sind andere, als die er von mir erwartet, um geliebt zu sehen. Also wir sehen die gleiche Sprache, aber ein unterschiedlicher Dialekt. Now, by nature, we speak our own love language. Also von Natur aus sprechen wir unsere eigene Liebessprache. If you don't know anything about love languages, und wenn du noch nichts über Liebessprachen weißt, when you express love to your spouse, you're likely to express it in a way that would be meaningful to you. Wenn du deinem Ehepartner Liebe zeigst, wird es auf die Art und Weise sein, wie es für dich bedeutsam ist. If words of affirmation is your love language, you'll give your spouse words of affirmation. Wenn Worte der Anerkennung deine Liebessprache sind, dann wirst du deinem Ehepartner anerkennende Worte sagen. Remember I said when I got married, I knew nothing about love languages? Erinnert ihr euch, ich habe gesagt, als ich damals verheiratet war, wusste ich noch gar nichts von Liebessprachen. But I did know that when people gave me affirming words, I felt appreciated. Was ich wusste, ist, wenn Menschen mir anerkennende Worte sagen, fühlte ich mich gut. So what did I do for my wife before we started downhill? I gave her words of affirmation. Und was habe ich mit meiner Frau gemacht, bevor es mit unserer Ehe bergab ging? Ich habe ihr anerkennende Worte gesagt. I told her how nice she looked, how much I appreciated what she did. Ich habe ihr gesagt, wie gut sie aussieht, wie froh ich bin, dass sie so viel für mich tut. I told her a dozen times a day, I love you, honey. I am so glad I married you. Ich habe ihr 12 Mal am Tag gesagt, ich liebe dich, Schatz. Ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe. I'd say, I love you, love you, love you. Und ich sagte, ich liebe, liebe, liebe dich. And then one day she said what I mentioned earlier. Und eines Tages sagte sie dann, das, was ich vorher schon erwähnt habe. If you keep saying I love you, if you love me, why don't you help me? Und du sagst immer, du liebst mich, aber wenn du mich wirklich lieben würdest, warum fängst du mal endlich an, mir zu helfen? See, looking back on it, she was telling me her love language was acts of service. Und jetzt im Rückblick natürlich verstehe ich, dass ihre Liebessprache Hilfeleistung oder Hilfebereitschaft war. And when I finally started doing some of those things for her, she started giving me positive words. Und als ich anfing, tatsächlich einige von diesen Dingen für sie zu tun, begann sie auch positive Worte für mich zu sagen. Before that, she never gave me any compliments. Davor hat sie mir nie Komplimente gemacht. In her mind, I wasn't doing anything worthy of a compliment.
In ihrer Ansicht habe ich nichts gemacht, was ein Kompliment verdient hätte. So obviously the answer is we must learn to speak the language of the other person. Also die Antwort ist natürlich, dass wir die Liebessprache unseres Partners lernen müssen. Now, let me just say this before I go further. Ich möchte noch etwas sagen, bevor wir einen Schritt weitergehen. I want to say this especially to the men. Und das möchte ich jetzt besonders an die Männer richten. Because many men will listen to what I've said thus far. Und viele Männer haben jetzt mir bis zu diesem Punkt zugehört. And they will say to themselves, I know my love language, physical touch. Und die sagen dann zu sich, also ich weiß meine Liebessprache, körperliche Berührung. And they're thinking about the sexual part of marriage. Und sie denken natürlich an den Sex in der Ehe. And I say to them, maybe that is your love language, but let me ask you a question. Aber ich sage, vielleicht ist das sogar deine Liebessprache, aber lass mich dir vorher eine Frage stellen. Do non-sexual touches make you feel loved? Wenn du nicht sexuell berührt wirst, fühlst du dich trotzdem geliebt? And they look at me with a question in their eyes. Are there non-sexual touches? Und sie gucken mich dann mit so einem fragenden Blick an. Gibt es nicht sexuelle Berührungen überhaupt? And I say, well, let's say that you get out of the car and you're walking into a shopping mall together and she reaches over and holds your hand. Does that make you feel loved? Okay, dann lass uns mal ein Beispiel nehmen. Ihr fahrt in ein Einkaufszentrum, geht aus dem Auto raus und geht also durch die Tür und sie greift nach eurer Hand und hält sie fest. Fühlt ihr euch geliebt? And he said, no, that kind of annoys me. Und ihr sagt, nee, irgendwie nervt mich das sogar. And then I say, okay, let's say she's pouring you a cup of coffee, and while she pours the coffee, she puts her hand on your shoulder. Does that make you feel loved? Oder lass uns mal sagen, sie gießt dir eine Tasse Kaffee ein und während sie die Tasse Kaffee eingießt, macht sie die Hand auf deine Schulter. Fühlst du dich dann geliebt? And if he says, not really. Und wenn er dann sagt, nicht wirklich? I say, physical touch is not your love language. Dann I sage ich know also, you're interested in the sexual part, but it's not your love language. Körperliche Berührung ist nicht deine Liebessprache. Ich weiß, du bist sehr an der sexuellen Teil der Ehe interessiert, aber das ist nicht deine Liebessprache. All right. So how do you discover your spouse's primary love language? Wie erkennen wir nun also die primäre Liebessprache unseres Ehepartners? Or your own love language? Oder auch die eigene Liebessprache natürlich. Let me give you 3 informal ways. Es gibt 3 informelle Wege. Number 1, observe their behavior. Beobachte ihr Verhalten. How do they typically relate to other people and to you? Wie gehen sie normalerweise mit dir und anderen Menschen um? If you hear them always giving affirming words to people in person or on the phone, probably that's their language because we tend to speak our language. Wenn man hört, dass sie immer anerkennend zu anderen sprechen, dann ist das vielleicht ihre Sprache, denn wir tendieren dazu, unsere eigene Sprache zu sprechen. If you're always giving people affirming words, that may well be your primary language. Und das gleiche auch für dich. Wenn du anderen anerkennende Worte gibst, dann kann das auch deine primäre Sprache sein. Second, what do you complain about most often and what do they complain about most often? Zweitens, worüber beschwerst du dich am meisten und worüber beschwert die andere Person sich am meisten? You see, the complaint reveals the love language. Siehst du, die Beschwerde oder das Nörgeln offenbart die Liebessprache. A mother said to me recently, my 6-year-old son said to me, also Mutter we sagte don't mir ever vor go to kurzem, the park anymore since the baby came. und der 6-jährige Sohn sagte zur Mutter, wir gehen, seitdem das Baby da ist, gar nicht mehr in den Park. Before the baby came, he had his mother's undivided attention, quality time. Now he's not getting it and he's complaining. Also bevor das Baby da war, hatte er natürlich die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Mutter und das hat er jetzt nicht mehr und er nörgelt. What do you complain about? Worüber meckerst du? That's likely your love language. Das könnte möglicherweise deine Liebessprache sein. You see, if you complain that your spouse doesn't spend enough time with you, as we said earlier, you're revealing quality time is your language.
Also wenn du dich darüber beschwerst, dass dein Mann nicht genug Zeit mit dir verbringt, dann zeigst du damit, dass gemeinsame Zeit deine Liebessprache ist. Let me just go back one moment and say this about behavior. You can discover a child's primary love language by the time they're 4 years old. Über Verhalten möchte ich noch eine Sache sagen. Man kann die primäre Liebessprache eines Kindes schon im Alter von 4 Jahren feststellen. Just by observing their behavior. Einfach nur, wenn man ihr Verhalten beobachtet. My son's love language is physical touch. Die Liebessprache meines Sohnes ist körperliche Berührung. When he was that age, I would come home from work. He would run to the door, grab my legs and climb on me. Wenn ich nach Hause kam, dann rannte er zu mir, er griff mein Bein und kletterte in mir hoch. He's touching me because he wants to be touched. Er berührt mich, weil er berührt werden möchte. Our daughter never did that. Meine Tochter hat das nie gemacht. At that age, she would say, Daddy, come into my room. I want to show you something. She wanted quality time. In der Zeit sagte sie zu mir, Papa, komm in mein Zimmer, ich möchte dir etwas zeigen. Sie wollte eine gemeinsame Zeit mit mir haben. Okay, so observe their behavior, listen to their complaints, and then the last question is, what do they request most often, and what do you request most often? Also erstens, beobachte das Verhalten. Zweitens, worüber meckerst du am meisten? Und drittens, was wünschst du dir oder wonach verlangst du am häufigsten? In the teenage years, my daughter's most common request was, Dad, can we take a walk after dinner? In den Teenagerjahren meiner Tochter war ihre häufigste Bitte, Papa, können wir nach dem Essen noch mal spazieren gehen? She was asking for quality time. Sie fragte nach gemeinsamer Zeit. My son would never walk with me. Mein Sohn ist nie mit mir spazieren gegangen. He said, walking is dumb. You're not going anywhere. Er sagte, spazieren gehen ist blöd. Da kommt man doch niemals an. If you're going somewhere, drive. Und wenn du irgendwo hin willst, fahr doch. His most common request was, Dad, can we play basketball in the backyard? Er bat mich immer darum, Papa, können wir im Garten Basketball spielen? And the way we played basketball, it involved physical touch. Und so wie wir Basketball spielten, da gab es körperliche Berührung. So if you put these three things together, observe your spouse's behavior, how do they respond to others and you, most naturally, what do they complain about most often, and what do they request of you most often? You see, if you get ready to go on a business trip and your wife says or husband says, be sure and bring me a surprise, they're asking you for a gift. Okay, also wenn man diese 3 Dinge jetzt zusammen macht, das Verhalten beobachtet oder wenn man darauf schaut, was sie am meisten bemängeln oder worum sie am meisten bitten, dann wenn man das zusammennimmt, dann kriegt man ein gutes Bild davon, was die Liebessprache des Partners ist. Ist zum Beispiel, wenn man auf eine Geschäftsreise geht und die Frau sagt, komm, bring mir doch eine Überraschung mit, dann bittet sie um ein Geschenk. If your spouse says, honey, could you give me a back rub? Wenn die Frau sagt, könntest du bitte meinen Rücken massieren? They're asking you for physical touch. Dann fragen sie natürlich nach körperlicher Berührung. You put those 3 things together, you can pretty well discover your love language and you can discover the other person's love language. Also mit diesen 3 Dingen, wenn man sie gemeinsam zusammentut, dann kann man die eigene Liebessprache und die Liebessprache des Partners sehr gut feststellen. Now, in the back of the book, The 5 Love Languages, you will find a quiz. Also am Ende des Buches, die 5 Sprachen der Liebe, gibt es einen Fragebogen. That will also help you discover your love language. Und anhand dieses Fragebogens kann man auch die eigene Liebessprache herausfinden. You make 30 choices between 2 things. Dort muss man 30 Entscheidungen treffen zwischen 2 Möglichkeiten. For example, I feel love when my spouse and I take a walk together. Zum Beispiel, ich fühle mich geliebt, wenn wir zusammen spazieren gehen. And I feel love when my spouse gives me a gift. Oder ich fühle mich geliebt, wenn mein Ehepartner mir ein Geschenk gibt. But if you could only have one of those, which one would you choose?
Aber wenn du nur eine von beiden ankreuzen könntest, welchen würdest du ankreuzen? And when you finish the quiz, it'll tell you your primary love language, your secondary love language, and all those underneath. Und dann wird dieses Quiz, nachdem du alles beantwortet hast, dir in der Auswertung zeigen, was deine primäre Liebessprache ist, deine sekundäre Liebessprache ist und wo die anderen hinfallen. Now, can you understand how what I've just shared with you could literally save thousands of marriages? Versteht ihr? Was ich euch jetzt erzählt habe, kann Tausende von Ehen retten. Buchstäblich. And it can enrich your marriage. Und es kann deine Ehe so bereichern. Many people have said to me through the years, Gary, that book saved our marriage. Viele Menschen haben mir in den vergangenen Jahren gesagt, Gary, dieses Buch hat unsere Ehe gerettet. We were thinking divorce, and we read the book, and the lights came on. Wir haben schon über Scheidung nachgedacht. Dann haben wir das Buch gelesen und die Lichter gingen uns ging ein Licht auf. And we realized how we have been missing each other emotionally. Und wir haben gesehen, wie wir uns emotional komplett aneinander vorbeigelebt haben. We learned each other's love language, and we started speaking it, and it literally saved our marriage. Wir lernten die Liebessprache des anderen, wir begannen sie zu sprechen und es hat buchstäblich unsere Ehe gerettet. So I hope you'll use this concept to enrich your own marriage. Also hoffe ich, dass ihr diese Konzepte nutzt, um eure eigene Ehe zu bereichern. And also share the concept and the book with other people. Und das gleiche Konzept, diese Gedanken, aber auch das Buch anderen weiterzugeben. All right, let me stop there and let's take some questions that you might have. Okay, ich möchte an dieser Stelle jetzt erstmal innehalten und einige Fragen annehmen, die ihr gestellt habt. Zuerst erstmal herzlichen Dank für die tolle Übersetzung, Johannes. Das kann First, thank you for this adequate average translation. Yes. So. Das war richtig gut und wir freuen uns schon auf den zweiten Abend, wo es um die 5 Sprachen der Vergebung geht. Aber jetzt wollen wir erstmal einige Fragen, die ihr unter F und A, Frage und Antwort gestellt habt, weitergeben. Die erste Frage, die hier gestellt wurde, wie hieß die Bibelstelle nochmal zur 3. Liebessprache? Das wäre Geschenke. Geschenke geben. Gab es da eine Bibelreferenz? The question was, what is the biblical reference for the 3rd love language, gifts? Gifts, yes. Let's see. I didn't write that one down here, but I don't remember this reference, but you remember the one that says, all good gifts come down from the Father of light. God's a gift giver. And, erinnert ihr euch an diese Stelle, wo es heißt in der Bibel, alle gute Gabe und jedes göttliche Geschenk kommt herab vom Vater des Lichts. Gott ist ein Geschenkemacher. Yeah, yeah. Gut. And if you read the scriptures, of course, God gives us eternal life. The greatest gift he could give us when we receive Christ. Und wenn wir sehen, der Gott, der uns liebt, gibt uns Geschenke, er schenkt uns ewiges Leben. Das ist das größte Geschenk, das wir je empfangen könnten. Yeah. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. There are a lot of illustrations of that in the Bible. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und so gibt es viele Beispiele für Liebe als Geschenk. Okay, danke schön. Thank you very much. Eine Frage von Christian Weiß. Hat meine Sprache oder meine Sprachen der Liebe ihre Grundlage in meiner Prägung, Beziehung zu Eltern, Freunden und so weiter? Oder wo müsste ich die verorten? Und dazu eine weitere Frage, die dazu passt. Kann sich die Liebessprache im Laufe des Lebens in der Beziehung oder Ehe ändern? Now the question was, is my primary love language a result of nature or of nurture? And secondly, can my love language in the course of my relationship change? Okay, first question. I don't know. Erste Frage, ich kann es nicht beantworten. Nature or nurture? I don't know. Maybe it's a combination of both. I just know it's very, very early in a child's life. Ich habe die Frage so formuliert, ist es unsere Natur oder unsere Prägung?
die dazu führt, welche Liebessprache wir haben. Er sagt, war vielleicht eine Mischung von beides. Eines weiß ich, sie entwickelt sich sehr früh. Second question, I think the love language, the primary love language, tends to stay with us throughout a lifetime. However, ich glaube, dass die primäre Liebessprache uns unser ganzes Leben begleitet. However, I think there are stages of life and maybe circumstances where another love language may jump to the top. Aber es gibt vielleicht Lebensphasen oder Situationen, wo eine andere Liebessprache vorübergehend mal auf die erste Stelle geht. For example, a mother who has 2 preschool children, acts of service may not be her language, but during those years, it's probably going to jump to the top. Also eine Mutter, die 3 Kinder hat, die hat wahrscheinlich, auch wenn sie Hilfsbereitschaft nicht unbedingt an erster Stelle hat, wird in dieser Zeit vielleicht doch Hilfsbereitschaft sehr weit oben angesiedelt haben. Or let's say your spouse gets a message that an extended family member has died. Physical touch may not be their language, but during that moment, hugging them and letting them cry on your shoulder may be the most important thing for them at that moment. Oder jetzt kriegt jemand zum Beispiel die Botschaft, dass eine liebe Person gestorben ist und körperliche Berührung ist eigentlich nicht die erste primäre Liebessprache. Aber in dem Moment eine Schulter zum Weinen und zum Festhalten kann auch in dem Moment dann, in dem Augenblick die Liebessprache sein, die am meisten Liebe vermittelt. Another situation, if number 1 and number 2 are very close together, the primary and secondary, if they get enough of number 1, they may begin to think, I don't know, I think number 2 has become number 1. But if you stop giving them number 1, they'll quickly say, oh, no, that's still my primary. Und bei Menschen, wo die primäre und sekundäre Liebessprache sehr gleich oder fast gleich stark ausgeprägt sind, die könnten meinen, wenn ihnen irgendwann mal die erste Sprache zu viel gegeben ist, dass sie so denken, ich glaube, die zweite Liebessprache ist meine eigentliche Liebessprache. Nur Erfahrung zeigt, wenn man ihnen dann die primäre Liebessprache entzieht, sagen sie ziemlich schnell, nein, ich glaube doch, dass es meine erste Liebessprache ist. Sehr gut. Eine weitere Frage von einem anonymen Zuschauer. Was kann man machen, wenn der Partner nicht mitmacht? Okay, now this is a question anonymously placed here. What can you do if your spouse is not going along with this? You're alone with this. Okay, we cannot make our spouse speak our love language. Wir können unseren Ehepartner nicht zwingen, unsere Sprache zu sprechen. A man said to me some time ago, vor einiger Zeit sagte ein Mann zu mir, my wife and I read your book, we took the quiz, we discovered each other's language. Also wir haben mit meiner Frau zusammen das Buch gelesen, wir haben das Quiz gemacht, wir kennen unsere Liebessprache. Her love language is acts of service. Ihre Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. But I'm going to tell you and her, if it's going to take my washing dishes and my vacuuming floors for her to feel love, she can forget that. Und dann sagt er, das sage ich jetzt dir und sage ich auch ihr. Wenn ich jetzt anfangen muss zu saugen und zu spülen, damit sie sich geliebt fühlt, könnt ihr vergessen. And I said, that's your choice. Und ich sagte zu ihm, das ist deine Entscheidung. If you want to live with a wife who has an empty love tank, that's your choice. Wenn du mit einer Frau leben willst, die einen leeren Liebestank hat, ist das deine eigene Entscheidung. I said, I much prefer to live with a wife who has a full love tank. Ich sagte zu ihm, also ich lebe lieber mit einer Frau, die einen vollen Liebestank mit sich trägt. In the early years of our marriage, my wife had an empty love tank. In the latter years, a full love tank. In den ersten Teil unserer Ehe hatte meine Frau einen leeren Liebestank und später einen vollen Liebestank. I much prefer the latter woman. Aber ich ziehe die spätere Ehefrau der ersten vor. So I said to him,
That's why I wash dishes, I vacuum floors, I take out the trash, and my wife tells me I'm the greatest husband in the world. Und deshalb mache ich all diese Dinge und meine Frau sagt, ich bin der beste Ehemann der Welt. But again, I say, we cannot make our spouse speak our language. Aber nochmal sage ich, wir können unseren Ehepartner nicht dazu bringen oder zwingen, unsere Sprache zu sprechen. But we can influence our spouse. Aber wir können unsere Ehefrau beeinflussen. And the best way to influence them is for you to speak their love language over an extended period of time. Und die beste Art und Weise, wie wir Einfluss nehmen können auf unseren Ehemann oder Ehefrau, ist ihre Liebessprache für eine bestimmte Zeit, vielleicht auch eine längere Zeit, bewusst zu sprechen. You see, you touch them emotionally, and remember, love stimulates love. You're meeting their needs, and they tend to respond. Wenn ihr sie emotional berührt, müssen wir bedenken, Liebe führt zu Liebe. Wenn man sie emotional berührt, dann werden sie auch eher in der Situation sein oder willens sein, es zu erwidern. Remember, the Bible says we love God because God first loved us. Erinnert euch, die Bibel sagt ja auch, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. And that principle works in a human relationship. Das gleiche Prinzip gilt auch für menschliche Beziehungen. See, on the other hand, if you just criticize them, you know my love language, and you don't speak my love language, you just push them further away. Aber wenn wir sie kritisieren und sagen, du sprichst nicht meine Sprache der Liebe und beschweren uns darüber, dann stoßen wir sie ja noch weiter ab. But you ask God to pour his love in your heart, Romans chapter 5 and verse 5, and you love them even if they're not loving you. Und ihr bittet Gott, dass, wie in Römer 5, Vers 5 steht, Gott die Liebe in euch ausgießt und ihr sie liebt, obwohl sie nicht zurücklieben. And chances are you're going to find that over a period of time. I don't mean 3 weeks. I mean 6 months. They're going to start responding to you. Und dann werden wir in der Regel oder häufig herausfinden, dass nach einer gewissen Zeit, nicht jetzt 3 Wochen, eher so 6 Monate, wenn man so eine Zahl drauf packen möchte, dass die eine Antwort darauf geben werden. Ja. Gut, also wir haben noch 5 Minuten. Ich denke, es reicht noch für 2, 3 Fragen. Regina fragt, ist meine Liebessprache, die ich spreche, auch automatisch die Liebessprache, die ich von meinem Partner empfangen möchte? Now, the question is it always that the love language that I primarily express, does it always correlate to the love language that I want to receive? No. It's a clue, but it's not always true. Er sagt nein. Es ist ein starker Hinweis, was man spricht, dass es auch das ist, was man empfängt, aber das stimmt nicht tatsächlich immer. See, many of us were taught to speak one of these love languages as a child, and so we speak it, not because we want it, but because we were taught to do it. Vielen von uns wurde beigebracht, auf eine bestimmte Art und Weise die Liebe zum Ausdruck zu bringen, und so sprechen wir unsere Liebe so, nicht weil wir sie so fühlen, sondern weil wir es so gelernt haben. Sehr gut. Eine letzte Frage, die, glaube ich, auch ganz gut passt. Worin zeigt sich die größte Liebe in einer Ehe? Und in Klammern hier schwere Frage. Genau, vielleicht kannst du das übersetzen. Now there's one last question, and it says here, and it says this might be a difficult question, but how can we show, or in what way does the greatest love can be made, shown, or visible, or felt in a relationship? Did I translate this in a way you understood Now, it? what is the greatest love in a marriage, and how is it shown? Thank you. Well, I think the whole of what I've said tonight is an answer to that question. Yeah. Ich glaube, dass so die Zusammenfassung von dem, was ich heute gesagt habe, eigentlich diese Frage beantworten wollte. It's discovering what your spouse's primary language is, and you're choosing to do that. Du erkennst in Schritt 1, welche primäre Sprache dein Partner spricht, und dann entscheidest du dich, sie zu sprechen. Now, don't hear me saying that you only speak your spouse's primary love language.
Ich sage dabei nicht, dass wir nur diese primäre Liebessprache unseres Partners sprechen. You give heavy doses of the primary, but you sprinkle in the other 4 for extra credit. Du sprichst ganz viel, also die extra Dosis primär, aber dann streut man so die anderen für Bonuspunkte dazu. See, all of them are positive. Denn alle sind ja eine positive Sache. It's just that if you don't speak heavy doses of their primary, they will not feel loved only by the others. Das ist nur so, wenn wir nicht diese heftige, große Dosis Primärsprache sprechen, dann werden sie nur durch die anderen nicht diese volle Liebe spüren und empfangen können. Yeah. See, love fundamentally, this kind of love fundamentally is an attitude of I want to enrich your life. Denn diese Liebe zeigt ja diese Haltung, ich bin hier, um dein Leben zu bereichern. Ich will das. And then we find out what's most meaningful to them and we choose to speak that language, those languages. Und dann finden wir heraus, was sie besonders berührt und entscheiden uns, das zu sprechen, das zu tun. And he just said, thank you and may God bless you. Okay, well, thank you for the opportunity. And all of you who are listening, I hope you'll find this helpful to you in your own marriage. And I hope you'll use it as you seek to help other couples or other individuals. Even this applies in all human relationships in one way or another. Vielen Dank dafür die Gelegenheit, zu euch zu sprechen. Und ich hoffe, dass euch das heute geholfen hat, berührt hat und dass ihr gelernt habt, das auf eure Ehen anzuwenden und nicht zu vergessen. Prinzipiell gilt auch, was ich heute gesagt habe, für jede Ehe und nicht jede Beziehung und alle menschlichen Beziehungen, die wir in unserem Leben haben. Gut, das war eine